Seien Sie gegrüßt und herzlich willkommen auf unserem Kanal Legendäre Burgen und Dome. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihr Interesse und dafür, dass Sie heute wieder Zeit mit uns verbringen. Es ist uns eine Ehre, Sie an einen Ort zu führen, der die Grenzen zwischen unserer Welt und der Welt der Legenden verschwimmen lässt. Inmitten der tiefen, geheimnisvollen Wälder verbirgt sich ein Schatz, den die Zeit wie durch ein Wunder verschont hat. Heute widmen wir uns der Burg Elz, einem Bauwerk, das nicht nur aus Stein besteht, sondern aus den Träumen und Kämpfen von 33 Generationen. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in das Herz der Geschichte. Dort, wo der Elzbach sich in sanften Windungen durch das Tal schmiegt, ragt auf einem schroffen, 70 Meter hohen Felskopf ein Monument empor, das wie eine steinerne Krone wirkt. Die Burg. Elz' Geschichte beginnt offiziell im Jahr 1157, in einer Zeit, als Kaiser Friedrich Barbarossa das Land ordnete. In jener Epoche schenkte er Rudolf von Elz die alte Festung, die strategisch perfekt gelegen war. Nahe dem malerischen Ort Wierschem, tief in der Region der Eifel, wurde dieser Ort gewählt, um die Handelswege zwischen der fruchtbaren Eifel und dem belebten Moseltal zu sichern. Doch wer die Burg heute im Morgennebel betrachtet, spürt, dass es mehr als nur strategische Gründe waren, die diesen Ort so besonders machten. Es scheint, als hätte der Fels selbst darauf gewartet, diese majestätischen Türme zu tragen. Diese Ritterburg ist ein Paradebeispiel für eine Mittelalterburg Deutschland, die den Geist des 12. Jahrhunderts bis in unsere heutige Zeit atmet. Die Geschichte dieser Burg ist vor allem eine Geschichte der Familie. Im 13. Jahrhundert ereignete sich etwas für das Mittelalter Ungewöhnliches. Die drei Brüder Elias, Wilhelm und Theoderich entschieden sich gegen den Streit und für die Gemeinschaft. Sie teilten das Erbe und gründeten 3 Familienlinien: Elz-Rübenach mit dem silbernen Löwen, Elz-Rodendorf mit den Büffelhörnern und Elz-Kempenich mit dem goldenen Löwen. So entstand eine sogenannte Ganerbenburg, eine Schicksalsgemeinschaft, in der jede Linie ihre eigenen Wohntürme errichtete, während Kapelle, Rittersaal und Hof gemeinsam genutzt wurden. Über 800 Jahre blieb dieses Anwesen im ununterbrochenen Besitz der Familie Elz. Es ist diese ungebrochene Ahnenreihe, die der Burg eine Seele verleiht, die man in jeder Ritze des Mauerwerks spüren kann. Jede Generation fügte ein neues Kapitel zur deutschen Geschichte Mittelalter hinzu, ohne das Erbe der Väter zu schmälern. Wer die Burg Elz innen betritt, betritt ein vertikales Labyrinth, das den Verstand herausfordert. Da der Platz auf dem elliptischen Felsplateau begrenzt war, bauten die Herren von Elz nicht in die Breite, sondern in die Höhe. Bis zu 10 Stockwerke ragen die Türme empor, wobei die höchsten Spitzen stolze 35 Meter messen. Es ist eine Meisterleistung der Statik, wie sich die 8 Wohntürme eng aneinander schmiegen, als suchten sie gemeinsam Schutz vor den Stürmen der Jahrhunderte. In dieser Burg, Elz Dokumentation, müssen wir die technischen Wunderwerke jener Zeit hervorheben. In einer Ära, in der Komfort ein Fremdwort war, bot die Burg bereits im 15. Jahrhundert Annehmlichkeiten, die ihrer Zeit weit voraus waren. 20 kunstvoll gestaltete Aborterker wurden durch ein geniales System aus Regenwassersammelbecken unter den Dächern gereinigt. Die Küchen, wie die im Haus Rodendorf, waren mit riesigen Kaminen aus vulkanischem Tuffstein ausgestattet, die Wärme über Stunden speicherten. Mit über 100 Räumen, von denen jeder einzelne ein Unikat ist, stellt dieses Bauwerk eine der komplexesten und faszinierendsten Konstruktionen unter den legendären Burgen dar. Obwohl die Burg heute friedlich wirkt, blieb sie von Konflikten nicht verschont. Die einzige ernsthafte kriegerische Auseinandersetzung war die Elzer Fehde zwischen 1331 und 1336.
Die Ritter von Elz widersetzten sich dem Expansionsdrang des Erzbischofs Balduin von Trier. Dieser ließ auf einem gegenüberliegenden Felshang die Belagerungsburg Trutzelz errichten, deren Ruinen man noch heute als stumme Zeugen des Konflikts sehen kann. 5 Jahre lang hielten die Verteidiger stand, während sie mit Katapulten beschossen wurden. Obwohl sie am Ende einen Kompromiss eingehen mussten und Vasallen des Erzbischofs wurden, blieb die Bausubstanz der Burg nahezu unberührt. Dieser Widerstandsgeist ist tief in die Identität des Ortes eingebrannt und macht sie zu einem der wertvollsten Denkmäler für die deutsche Geschichte Mittelalter. Jedes alte Schloss braucht ein Geheimnis und Burg Elz hat eines der berührendsten. Es ist die Legende der Agnes Elz, der Tochter des Burgherren, die einem herrischen Ritter versprochen war. Agnes, ein freier Geist, wies den brutalen Freier am Hochzeitstag öffentlich zurück. Gekränkt in seiner Ehre belagerte der verschmähte Ritter die Burg. In der Nacht des Angriffs legte Agnes die Rüstung ihres Bruders an, um die Tore gegen die Eindringlinge zu verteidigen. Sie kämpfte mit der Kraft einer Löwin, bis ein Armbrustbolzen ihre Brust durchschlug. Die Angreifer flüchteten voller Entsetzen, als sie erkannten, dass sie eine Frau getötet hatten. Man sagt, dass ihr Geist noch heute durch die Gänge der Ritterburg wandelt, um über das Wohl ihrer Familie zu wachen. In der Rüstkammer kann man den kleinen Brustpanzer mit dem markanten Einschussloch sehen. Ein Objekt, das die Grenze zwischen Historie und Mythos verschwinden lässt. Was Burg Elz zu einer der schönsten Burgen Deutschlands macht, ist ihre unglaubliche Unversehrtheit. Während fast alle anderen Burgen am Rhein und in der Eifel durch die Truppen Ludwigs XIV. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört wurden, blieb Burg Elz durch diplomatisches Geschick und ihre versteckte Lage verschont. Hier sehen wir keine historisierende Rekonstruktion des 19. Jahrhunderts, sondern das echte, gewachsene Mittelalter. Die Wandmalereien in den Schlafgemächern sind über 500 Jahre alt und wurden nie übermalt. Die schweren Eichenbalken der Decken haben Kriege, Revolutionen und den Wandel der Zeiten überdauert. Diese Authentizität ist es, die Besucher aus aller Welt anzieht und Burg Elz zu einem der wichtigsten kulturellen Erbe Deutschlands macht. Heute ist die Burg mehr als nur ein Museum. Sie ist ein lebendiger Ort der Begegnung. Graf Karl zu Elz pflegt das Erbe seiner Väter mit größter Hingabe, damit auch künftige Generationen die Magie dieses Ortes spüren können. Die Region um die Burg bietet zudem Naturerlebnisse der Extraklasse. Das Wandern Burg Elz über den prämierten Traumpfad Elzer Burgpanorama gilt als eines der schönsten Wandererlebnisse in ganz Europa. Wenn man aus dem tiefen Wald tritt und die Burg plötzlich vor einem aufragt, ist das ein Moment, der das Herz eines jeden Betrachters höher schlagen lässt. Für Geschichtsinteressierte bietet eine professionelle Burg-Elz-Führung die Möglichkeit, tief in die Welt der Ritter, Kurfürsten und Edelleute einzutauchen. Es ist ein Ort, an dem man die Hektik der modernen Welt vergisst und die Stille der Geschichte genießen kann. Burg Elz bleibt zweifellos eine der bedeutendsten Eifel-Sehenswürdigkeiten und ein ewiges Juwel deutscher Baukunst. Wir hoffen, dass dieser Ausflug in die sagenumwobene Welt der Burg Elz Ihre Sinne berührt und Ihr Wissen bereichert hat. Es sind Orte wie dieser, die uns daran erinnern, wie wichtig es ist, unsere Geschichte zu bewahren und zu ehren. Wenn Sie diesen magischen Ort selbst besuchen möchten, finden Sie alle weiteren Informationen über dieses Objekt. Die genaue Burg Elz-Anfahrt, Details zu den Burg Elz-Tickets sowie den aktuellen Zeitplan der Öffnungszeiten über den Link zur offiziellen Quelle, den wir für Sie in der Videobeschreibung hinterlegt haben. Wir danken Ihnen für Ihre Treue und Ihr Interesse an unserem Kanal. Legendäre Burgen und Dome.
Vergessen Sie nicht, das Video zu bewerten und unseren Kanal zu abonnieren, um keine weitere Reise zu den architektonischen Wundern unserer Welt zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir gemeinsam die Geheimnisse der Geschichte lüften.